In diesem Video zeige und erkläre ich dir die 9 größten Krankmacher unseres modernen Alltags, über die du vermutlich noch nie nachgedacht hast. Ein Beispiel: Wenn du eine Anti-Haftpfanne in deiner Küche hast, muss ich dich warnen. Die sogenannten Ewigkeitschemikalien, kurz PFAS, verlassen deinen Körper nie wieder. Nie. Der Chemiekonzern DuPont wusste das seit den 50er Jahren und hat es geheim gehalten. PFAS sind heute in 42 von 46 deutschen Trinkwasserproben nachgewiesen. Die Spermienzahl westlicher Männer ist in 50 Jahren um über 50% gesunken. Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen Phthalaten aus Kosmetika und Plastik und Endometriose, unter der allein in Deutschland fast 2 Millionen Frauen leiden. Das ist kein Zufall. Ich habe für dieses Video die Forschung von Prof. Dr. Martin Scheringer, Dr. Shauna Swan, Dr. Yvonne Burkhardt, Dr. Gerald Pollack und anderer Fachleute analysiert. Was sie herausgefunden haben, verändert einiges, was wir über unsere Alltagsprodukte denken. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 46 Jahren bin ich fitter, als ich es mit 30 war. Mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Supplemente und 100% natürlich. Ich bin kein Arzt, sondern Diplom-Informatiker. Ich betrachte den Körper wie ein System. Was reinkommt, bestimmt, was rauskommt. Schlechter Input, schlechter Output. So einfach ist das. Ich hatte früher echt krassen Heuschnupfen. Er kam mit 23, als ich von Hotel Mama in Studiwohnheim nach Dortmund zog und angefangen habe, in der Mensa zu essen. Erst mit 40 bin ich den Scheiß wieder losgeworden. 0 Medikamente, 0 Symptome. Und mein Körperfettanteil liegt dauerhaft bei 12%. Nicht durch Zauberei, sondern weil ich verstanden habe, was mein Körper braucht und was nicht. Wir leben in der technisch fortschrittlichsten Zeit der Menschheitsgeschichte. Und trotzdem, chronische Krankheiten nehmen weiter zu. Krebs trifft immer jüngere Menschen. Testosteron- und Spermienzahlen sinken weltweit. Erschöpfung gilt als Normalzustand. Das ist kein Zufall, das ist das Ergebnis von Entscheidungen. Unsere Gesellschaft nennt es Komfort, sich Teflonpfannen zu kaufen, Markenshampoos zu benutzen und Leitungswasser zu trinken. Und sie nennt es übertrieben, darüber nachzudenken, was diese Dinge mit uns machen. Aber das wahre Opfer bringen nicht die Informierten. Das Opfer bringen die, die unbewusst jeden Tag kleine Dosen Gift aufnehmen und sich wundern, warum sie sich schlechter fühlen, als sie es in ihrem Alter sollten. Heute zeige ich dir die 9 größten Krankmacher unserer Zeit. Alle Studien, die ich nenne, findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Einige der Punkte wirst du nicht glauben und bei mindestens einem bist du gerade jetzt betroffen, ohne es zu wissen. Stell dir mal vor, du nimmst jeden Tag eine winzige Dosis einer Chemikalie auf. Du siehst sie nicht, du schmeckst sie nicht und sie verlässt deinen Körper nie wieder. Genau das passiert mit PFAS, den sogenannten Ewigkeitschemikalien. PFAS stehen für per- und polyfluorierte Alkylverbindungen. Es sind Chemikalien mit Fluorkohlenstoffbindungen. Diese Bindungen sind so extrem stark, dass es in der gesamten Natur keinen einzigen Prozess gibt, der sie wieder abbaut. Sie zersetzen sich wirklich nie. Nicht im Boden, nicht im Wasser, nicht in deinem Körper. Prof. Dr. Martin Scheringer, einer der weltweit führenden PFAS-Forscher, hat dafür eine Metapher gefunden. Jetzt auch wieder ein Artikel von Sharon Lerner im Intercept, wo sie diesen Artikel aufgreift, dass eben PFAS bei Männern die Spermienzahl senkt und den Penis klein werden lässt. Das heißt, sie führen zu einer Menge an Schäden überall im Körper und das ist genau das Problem und das passiert langfristig in der breiten Bevölkerung. Und darum haben wir ernsthafte Sorgen und ein ernsthaftes Problem. Schließlich, wie können wir das Problem angehen? Vielleicht ist schon erkennbar geworden, wir können es nicht lösen, weil wir die PFAS nicht mehr zurückholen können. Es ist wie Milch im Kaffee. Man kann die Milch nicht mehr aus dem Kaffee zurückholen. Milch im Kaffee. Einmal drin, nie mehr raus. Genauso ist es mit PFAS in unserer Umwelt. In unseren Böden, in unserem Trinkwasser, in unserem Blut. Wo stecken PFAS drin? In Teflonpfannen und beschichteten Backformen zum Beispiel. Aber auch in Regenjacken und Outdoor-Kleidung, in Fastfood-Verpackungen und Mikrowellen-Popcorn-Tüten, auch in Backpapier zum Beispiel. In Feuerlöschmitteln. Studien zeigen Zusammenhänge zwischen hohen PFAS-Konzentrationen im Blut und Nierenschäden, Schilddrüsenstörungen sowie erhöhtem Krebsrisiko. Ein kausaler Beweis ist schwerer zu führen, aber der Vorsorgegrundsatz spricht für sich. Der Film Dark Waters erzählt, wie der Chemiekonzern DuPont das seit den 50er Jahren wusste und es jahrzehntelang geheim hielt. Gewinn über Gesundheit. Das Muster kennst du, falls du andere Videos von mir bereits gesehen hast. Und was kannst du tun? Schmeiß die Teflonpfanne weg. Nicht morgen, heute. Und damit bin ich beim Sponsoring dieses Videos, und zwar bei einem Produkt, das perfekt zu diesem Thema passt. Da wir gerade über PFAS im Kochgeschirr sprechen, ist die logische Frage, was benutze ich stattdessen? Die meisten Airfryer, die mit einer PFAS-freien Kochfläche werben, bestehen innen aus Kunststoff,
der lediglich mit einer Beschichtung überzogen ist. Heiße Luft zirkuliert im gesamten Garraum und erhitzt dabei diesen Kunststoff bei jedem Kochvorgang. Was da rauskommt, landet in deinem Essen. Nachdem ich den Cosori Iconic eine Zeit lang benutzt habe, ist mir aufgefallen, dass das Gerät schon optisch anders ist. Komplett Edelstahl, innen wie außen. Aber noch wichtiger, der Garkorb und der gesamte Innenraum sind aus Edelstahl. Sogar die Heizelemente sind zusätzlich mit Edelstahl ummantelt. Die Kochfläche des Garkorbs hat eine Keramikbeschichtung. Damit ist die gesamte Lebensmittelkontaktfläche zu 100% PFAS-frei. Insgesamt besteht der Innenraum zu bis zu 97% aus Edelstahl. Über 96% der Gesamtoberfläche sind plastikfrei. Das ist kein Marketing, das ist Konstruktion mit Red Dot Winner Award in 2025. Früher dachte ich, ein Airfryer ist ein Airfryer. Heute weiß ich, der Unterschied liegt im Inneren. Und weil ich low carb lebe und auf entzündungsfördernde Öle wie Rapsöl oder Sonnenblumenöl verzichte, im Airfryer gart das Fleisch im eigenen Fett, zum Beispiel Steak mit Rosmarin. Dazu gibt es zum Beispiel leckeres Grillgemüse oder Kohlrabi-Pommes für die Low-Carb-Fraktion oder selbstgemachte Pommes aus frischen Kartoffeln für die Kinder. Meine Jungs lieben sie. Die Cosori-Produkte findest du auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte, Küchengeräte, Airfryer. Die Topwahl ist auf jeden Fall der Cosori Iconic Single mit 6,2 Litern und 5 Jahren Garantie. Kompromisslos beim Material. Über den Link kannst du den Iconic zusammen mit dem Cosori Backpapier in den Warenkorb legen. Mit dem Code Arthur entfällt der Preis für das Backpapier. Für Familien gibt es den Cosori Turbo Power Pro Smart mit 10,8 Litern, 2 Kammern, beide aus Keramik, Dual Blaze Technologie und 41% weniger Stellfläche. Mit dem Code Arthur15 gibt es 15% Rabatt auf das Gerät. Für schmalere Geldbeutel ist die Budgetoption auf meiner Seite der Cosori Turbo Blaze. Geh nachher mal in dein Bad und schau auf die Rückseite deines Shampoos. Siehst du dort das Wort Fragrance oder Parfum auf der Inhaltsliste? Das ist ein legales Schlupfloch. Hinter diesem einen Wort können sich etliche Chemikalien verstecken. Hersteller müssen sie nicht einzeln ausweisen. Und viele davon sind endokrine Disruptoren, also Stoffe, die deinen Hormonhaushalt stören. Die Toxikologin Dr. Yvonne Burkhardt bringt es auf den Punkt. Das Wort Fragrance oder Parfum steckt in 96% aller Shampoos und kann bekannte Krebserreger und Hormongifte enthalten. Ganz legal. Besonders Phthalate sind ein Problem. Dr. Shauna Swan hat jahrzehntelang geforscht. Eine umfangreiche Meta-Analyse von 185 Studien mit fast 45.000 Männern zeigte, die Spermienzahl der Männer in westlichen Ländern ist zwischen 1973 und 2011 um über 50% gesunken. 50% in weniger als 50 Jahren. Das ist ein biologischer Kollaps in Zeitlupe. Und Phthalate, die in Kosmetika stecken, spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie stören nämlich den Testosteronstoffwechsel. Sie können sogar beim ungeborenen Kind das sogenannte Phthalat-Syndrom auslösen. Unvollständige Maskulinisierung und damit eine geringere Spermienzahl im späteren Leben. Und was noch schlimmer ist, bei endokrinen Disruptoren gilt oft das Gegenteil von dem, was wir intuitiv denken. Geringere Dosen können mehr Schaden anrichten als hohe Dosen. Das nennt sich non-monotonische Dosiswirkung. Die Industrie testet bei hohen Dosen und erklärt das Produkt für sicher. Bei den tatsächlichen Alltagsdosen sieht es aber anders aus. Ich selbst nutze seit Jahrzehnten solche Produkte so gut wie gar nicht mehr. Eine Parfümflasche, die ich vor ca. 15 Jahren von meiner Schwiegermutter geschenkt bekommen habe, ist noch zu 80% gefüllt. Mein Testosteron ist in einem sehr guten Bereich. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Wenn du wissen möchtest, wie ich das mache, schau gerne in mein Video zum Thema Testosteron rein, das ich dir hier verlinke. Falls du auf unbedenkliche Pflegeprodukte umsteigen möchtest, ohne Inhaltslisten zu studieren, ich habe meine Top 3 Empfehlungen auf lifealgorithm.de für Deo, Seife, Shampoo etc. unter Top 3 Produkte Körperpflege zusammengestellt. Die Produkte von Skinbro stehen dort für mich ganz oben. Und wer einen umfassenden Drogerie-Einkaufsguide möchte, kann gerne auch mein Video zum Thema schauen. Was konkret hilft? Bedenkliche Produkte meiden, Aerosolsprays weglassen, Produkte mit Parabenen, Phthalaten und chemischen Duftstoffen einfach ersetzen. Falls du bis hier etwas gelernt hast, lass gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, damit möglichst viele Menschen von dem Video profitieren können. Ich habe in einem früheren Video gesagt, Leitungswasser sei okay. Ich ziehe das heute zurück. Ich habe meine Meinung geändert. Das ist für mich kein Zeichen von Schwäche. Das ist das Ergebnis von Lernprozessen. Sogar SWR 3 hat zuletzt darüber berichtet. Und SWR 3 ist kein Verschwörungskanal. Der Bund hat 2025 in 46 deutschen Trinkwasserproben in 42 davon PFAS nachgewiesen. Das sind keine Ausnahmen, das ist der Normalzustand. Dazu kommen Mikroplastikpartikel, Pestizidrückstände und Rückstände von Pharmaka, darunter Hormone aus der Antibabypille, die durch Kläranlagen nicht vollständig gefiltert werden können. Das Wasser ist nicht automatisch sauber, nur weil es aus dem Hahn kommt. Was ich heute mache, ich trinke nur noch gefiltertes Wasser aus einer Umkehrosmoseanlage, um mir das Kistenschleppen zu sparen und immer bestes Wasser zu Hause zu haben. In meinem früheren Video zur Trinkstrategie, das ich dir hier verlinke,
war meine Empfehlung noch anders. Meine Meinung hat sich aber wie gesagt geändert. Dr. Ben Bikman, Insulinforscher, hat eine Metapher für Insulinresistenz, die ich nie vergessen werde. Insulin ist wie ein höfliches Molekül, das an die Tür deiner Zelle klopft. Wenn du aber ständig isst, ständig Zucker, ständig Kohlenhydrate, ständig Snacks, dann klopft Insulin dauernd. Die Zelle wird taub. Aus dem höflichen Klopfen wird ein wütender Mob, der gegen die Tür hämmert. Das nennt sich Insulinresistenz. Und sie ist der Treiber von Typ-2-Diabetes, Fettleibigkeit, Herzkrankheiten, Alzheimer und vieler anderen Zivilisationskrankheiten. Die Leber ist dabei das erste Organ, das leidet. Mein Video zum Thema Fettleber erklärt diesen Mechanismus Schritt für Schritt. Hochverarbeitete Lebensmittel sind absichtlich so designt, dass sie Hunger nicht stillen, sondern verstärken. Und die Lebensmittelindustrie schiebt die Verantwortung auf dich. Kalorien rein, Kalorien raus. Das von der Industrie finanzierte Modell, das sie aus der Verantwortung nimmt. Was wirklich hilft: echte Lebensmittel, Protein, Fett, Gemüse. Intervallfasten als Reset für die Insulinsensivität. Wenn du diese Zusammenhänge bisher nicht kanntest und in Zukunft mehr davon willst, abonniere jetzt gerne kostenlos den Kanal und teile dieses Video mit jemandem, dem du das Wissen gönnst. Mikroplastik wurde in menschlichen Lungen gefunden, im Herz, im Gehirn und ja, sogar im Penis. Dr. Yvonne Burkhardt sagt dazu: Wenn wir so weitermachen, werden wir irgendwann mehr Plastik sein als Mensch. Plastikpartikel gelangen durch Nahrung, Wasser und Luft in unseren Körper. Erhitzte Plastikbehälter geben besonders viel Partikel ab. Konservendosen sind von innen mit BPA oder BPA-Ersatzstoffen beschichtet, die sich im Körper ähnlich wie Östrogen verhalten. Der Coffee-to-go-Becher. Was aussieht wie Pappe, ist innen mit Polyethylen beschichtet, damit der Becher nicht durchweicht. Studien zeigen, schon bei Temperaturen über 30 Grad gibt diese Beschichtung Nano- und Mikroplastikpartikel ab, die direkt in deinen Kaffee übergehen. In Deutschland fallen täglich rund 7,6 Millionen dieser Becher an. Dazu kommen Pestizide, Glyphosat, das meistverkaufte Herbizid der Welt, stört das Darmmikrobiom, hat endokrine Eigenschaften und wurde von der Internationalen Krebsforschungsagentur IARC als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Was konkret hilft: frisches Gemüse statt Dosen, kein Plastik in der Mikrowelle, keine Pappbecher für heißen Kaffee und Wasser in Glas statt Plastikbecher. Einfach überall Plastik vermeiden und auf traditionelle Behältnisse aus Glas, Edelstahl etc. setzt. Stress ist kein Gefühl. Stress ist Biochemie. Chronischer Stress erhöht dauerhaft das Cortisol und Adrenalin und treibt damit direkt in die Insulinresistenz, unabhängig davon, was du isst. Stress erhöht systemische Entzündungsmarker, schwächt das Immunsystem und macht die Darmbarriere durchlässiger. Dr. Yvonne Burkhardt sagt: Umweltgifte wirken wie Millionen kleine Feuer im ganzen Körper. Sie verbrauchen Antioxidantien wie Glutathion. Wenn du Stress oben drauf packst, hast du keinen Feuerlöscher mehr. Auf zellulärer Ebene: Wenn das Gehirn anhaltende Bedrohung registriert, reagieren die Mitochondrien mit einer Schutzreaktion. Ein Konzept, das man als Mitochondrial Cell Danger Response bezeichnet und das zunehmend erforscht wird. Die Mitochondrien drosseln die Energieproduktion, um die Zelle vor weiterer Schädigung zu schützen. Im Dauerbetrieb führt das zu chronischer Erschöpfung. Die 10 wichtigsten Entzündungstreiber und die 10 Gegenmaßnahmen habe ich auch in diesem Video zusammengefasst. Falls du das Video gerade auf dem Handy mit der YouTube-App schaust, nutze jetzt bitte die Hype-Funktion direkt unter dem Video. Hypen kannst du in den ersten 7 Tagen. Es ist wie ein Super-Like und es hilft, dass dieses Video mehr Menschen erreicht, die ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen wollen. Dr. Mark Berman, Neurowissenschaftler, hat einen Begriff geprägt, der alles erklärt. Directed Attention, gerichtete Aufmerksamkeit. Das ist eine endliche biologische Kapazität. Wenn du sie zu lange überanspruchst, bricht sie zusammen. Das Ergebnis ist Impulsivität, schlechte Entscheidungen, Reizbarkeit, auch wenn du körperlich ausgeruht bist. Das Smartphone ist das effizienteste Werkzeug, das je entwickelt wurde, um diese Ressource zu erschöpfen. Dazu kommt blaues Licht. Bildschirme am Abend unterdrücken Melatonin. Dein Körper fährt nicht runter. Du kommst nicht in den Tiefschlaf. Du wachst nicht erholt auf, obwohl du 7 Stunden geschlafen hast. Das ist Physik. Hier ein kleines YouTube-Quiz. Wie viele Stunden verbringt ein Durchschnittsdeutscher täglich vor Bildschirm, also Smartphone, PC und TV zusammen? A. 2 Stunden, B. 3 Stunden, C. 5 Stunden oder D. 7 Stunden. Und was hilft? Bewusste Offline-Phasen. Smartphone abends aus dem Schlafzimmer raus. Spaziergang bewusst ohne Smartphone. Keine Bildschirme, 1 Stunde vor dem Schlafen. Schlaf ist kein Luxus. Schlaf ist Reparaturzeit. Wer zu wenig schläft, hat am nächsten Tag mehr Hunger, nicht wegen mangelnder Disziplin, sondern weil Leptin sinkt und Grelin steigt. Schlafmangel multipliziert alle anderen Krankmacher.
Toxine wirken stärker, Stress wirkt stärker, Entzündungsmarker steigen, die Leber entgiftet schlechter. Das Tückische: Wer chronisch zu wenig schläft, gewöhnt sich an das Gefühl. Eine Studie der University of Pennsylvania zeigte, nur 6 Stunden Schlaf pro Nacht über 2 Wochen führt zu kognitiven Einbußen, die denen von bis zu 2 Nächten komplettem Schlafentzug entsprechen. Aber die Betroffenen merken es kaum. Was hilft? Konstante Schlafzeiten, Schlafzimmer dunkel und kühl, kein Bildschirm vor dem Schlafengehen und auch kein Essen 3 Stunden vor dem Zubettgehen. Wir sind die erste Generation, die den Großteil des Lebens drin verbringt. Über die Hälfte der Deutschen hat einen Vitamin-D-Mangel. Vitamin D ist kein Vitamin, es ist ein Hormon. Es reguliert Immunsystem, Stimmung und Testosteron. Dann die Erdung. Direkter Kontakt zwischen nackten Füßen und der Erde überträgt Elektronen. Das ist Physik, keine Esoterik. Diese Elektronen wirken als Antioxidantien und können Entzündungen reduzieren. Ich erde mich täglich auf der Wiese, egal bei welchem Wetter. Und dann ist da die Kraft der Natur auf das Gehirn. Dr. Mark Berman hat in einer Studie der University of Michigan nachgewiesen, ein Spaziergang von rund 50 Minuten in der Natur verbessert das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeit rund um 20%. Nicht, weil die Natur schön ist, nicht, weil du sie genießt, sondern weil sanfte Naturreize die unwillkürliche Aufmerksamkeit aktivieren. Die gerichtete Aufmerksamkeit darf sich erholen. Der Effekt trat selbst bei Teilnehmern auf, die im Januar bei -3 Grad durch den Park liefen und den Spaziergang als unangenehm empfanden. Und was hilft? Nur 20 Minuten draußen täglich reichen als Einstieg. Und mehr ist mehr. Die moderne Industriegesellschaft hat uns von dem entkoppelt, was unser Körper evolutionär braucht. Und wir zahlen den Preis dafür, ohne es zu merken. Und jetzt eine kurze Frage an dich. Wie viele der 9 Krankmacher aus diesem Video betreffen dich aktuell noch? Schreib die Zahl kurz in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob wir alle bei 0 oder alle bei 9 landen. Fassen wir nochmal alles zusammen. Hier nochmal alle 9 Krankmacher. 1. PFAS, die Ewigkeitschemikalien in Kochgeschirr, Verpackungen und Wasser. 2. Kosmetiktoxine, Hormongifte hinter dem Wort Fragrance, insbesondere bei Produkten außerhalb Deutschlands, da hier andere Richtlinien gelten. 3. Leitungswasser, PFAS, Mikroplastik und Pharmakarückstände. 4. Zucker und hochverarbeitete Lebensmittel, geseinte Sucht und Insulinresistenz. 5. Pestizide und Mikroplastik im Essen, im Wasser, in deinen Organen. 6. Chronischer Stress. Das ist ein biochemischer Multiplikator aller anderen Krankmacher. Und 7. Digitale Reizüberflutung, erschöpfte Aufmerksamkeit, gestörter Schlaf. Und 8. Schlafmangel, der Verstärker, der alles noch schlimmer macht. Und 9. Kontaktverlust der Natur, kein Sonnenlicht, keine Erdung, kein Wald. Fang du mit 3 Dingen an. Schmeiß die Teflonpfanne weg, lies die Inhaltsliste deines Shampoos und geh 20 Minuten jeden Tag raus. Die Natur hat alles perfekt vorbereitet. Wir müssen hier nur wieder zuhören. 55% der Menschen, die meine Videos regelmäßig sehen, haben noch nicht auf Abonnieren gedrückt. Falls du dazugehörst, drück jetzt kostenlos auf Abonnieren, so verpasst du keines meiner Videos mehr. Wie immer möchte ich mein Video mit einem Zitat zum Nachdenken beenden. Die erste Aufgabe der Medizin wäre, dem Menschen zu zeigen, wie man nicht krank wird. Wilhelm von Humboldt. Bleib kritisch, bleib gesund und fang an. Peace out.